Raytheon has created a handheld, non-lethal pain ray. We've talked about Raytheon before, right? They build exoskeletons, autonomous turrets, really high-end military stuff. Over the last decade, Raytheon's been tinkering with an energy weapon called active denial. It's a crowd dispersal system, basically a gigantic ray gun mounted in a truck hundreds of yards away, blasts controlled microwaves into a crowd, making them instantly unbearably hot. To show that you could potentially fly an airborne platform over a building with electronics inside and produce temporary and in some cases permanent upset. As a result, that's an area that initially a lot of people used to try to look at explosively driven RF warheads to do that type of mission, and it's still possible, but it's also the efficiency factor from the explosive to the electric energy is not that great. Now they're looking more at using battery packs and other types of compact power and energy systems to be able to power an HPM source long enough to do a mission. Ich bin jetzt auch kein Techniker, aber es handelt sich wohl um portable Waffen, die mitgeführt werden können in einem Polizeiauto zum Beispiel und die dann mit elektromagnetischen Wellen sogenannte nicht kooperative Fahrzeuge attackieren können, also deren Bordelektronik lahmlegen können. Das ist sozusagen das Konzept in diesem Projekt Savelec, das Forschungsprojekt von Mikrowellenwaffen für den Polizeidienst. Wie gefährlich können denn solche Waffen werden? Das eine ist natürlich, bei solchen Sachen ist natürlich die Frage, ob inwieweit Fernunfälle oder Ähnliches produziert werden können. Das andere ist, wenn jetzt der Fahrer zum Beispiel, also Fahrer dieses sogenannten nicht kooperativen Fahrzeuges zum Beispiel einen Herzschrittmacher hat oder etwas Ähnliches, dann kann das natürlich auch lebensgefährlich sein. Was bezweckt die Europäische Union eigentlich mit diesen Projekten? Es gibt ja da viele merkwürdige Forschungsprojekte. Es ist offensichtlich so, dass verschiedene Polizeien, eben darunter auch das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt, einen Bedarf angemeldet hatten für eine solche Vorrichtung. Und auf Grundlage dieses Bedarfs ist dann das Forschungsprojekt gestartet worden für 3-4 Millionen Euro, die da reingegangen sind. Und ja, was bezweckt die EU damit, oder die EU-Kommission genauer gesagt? Ich würde mal sagen, sie bezwecken damit die technische Aufrüstung eben auch von Polizeien, um flüchtige Fahrzeuge, nicht kooperative Fahrzeuge, auf diese Art und Weise stoppen zu können. An active denial unit was sent to Afghanistan in 2010, but it was recalled before it was ever used. The National Institute of Justice said it was because of this huge public outcry against it. People were worried that it would be abused. Inwieweit bestehen denn Unklarheiten bei der Anwendung solcher Technologie, wenn die denn entwickelt wurde? Das Problem ist natürlich, was ist, wenn jemand einen Herzschrittmacher hat? Wie können überhaupt technisch solche Fahrzeuge ohne Unfallgefahr auf diese Art und Weise gestoppt werden? Das sind so die Hauptunklarheiten, würde ich sagen. Und könnte die Technologie noch darüber hinaus irgendwo anders eingesetzt werden? Elektromagnetische Waffen werden eigentlich traditionell im Militärbereich eingesetzt. Das ist ja jetzt praktisch ein Novum im Polizeisektor. Und das wird ja auch in Kooperation mit Militärfirmen gerade entwickelt, als Forschungsprojekt. Also im militärischen Bereich gibt es das häufiger, aber die Übertragung dieser Technik auf Polizeieinsätze finde ich halt doch sehr problematisch. Wenn jetzt zum Beispiel das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt der Endnutzer ist für dieses Projekt, so steht zumindest da drin, was heißt denn das? Ja, das heißt eigentlich, dass das Landeskriminalamt einen Bedarf angemeldet hat an einer solchen Technologie, zusammen wie eben auch andere Polizeien, zum Beispiel die französische Gendarmerie und so. Mhm. Und das heißt, dass praktisch für diese Bedarfsanmeldung jetzt geforscht wird und nachher wird das dann nochmal mit dem sozusagen Prototyp getestet mit dem Landeskriminalamt oder den anderen Polizeien zusammen und dann entscheiden die, ob sie sagen halt, ja, das Produkt ist genauso, wie wir das wollen, das können wir gebrauchen, dann wird es entwickelt oder eben nicht. Some examples to show some real world systems that are actually
been considered. And you'll see we have the power supply driving some sort of an HPM source and transmitter and the antenna. The most recent advantage that we know of as far as an HPM system is the U.S. Air Force has recently fielded or developed and fielded a tactical high-power microwave operational responder for going after unmanned aerial vehicles, THOR. You see where the P and the S is indicating power sources, the source, and the antenna. At a much smaller level, the Army developed for the Navy a long time ago a small truck-mounted narrowband HPM source to help them demonstrate that a source of this type that could be covered and covert could be able to be driven by buildings with electronics and potentially affect them in a negative way. But how safe is a microwave gun, really? Active denial uses millimeter waves, highly controlled radiation that penetrates about 0.4 millimeters into the skin. With the 5th generation, it's actually a whole new ballgame. It's not using the same technology. They're switching to military-grade millimeter wave technology. And when you look at this technology, I mean, if you go and look at DARPA reports, come and look at some of the patents that the United States military has put out on what they can do with psychological weapons, all sorts of things, crowd control, active denial, anything you can think of. This is what they can do with 5G. So any type of military application you can think of which has an electromagnetic base, they can do with 5G. And they're putting this out blanket across the population. And a few studies have shown that millimeter waves can't cause cancer, they won't hurt your eyes, they won't mess with your reproductive system, they don't even affect pacemakers in the area. The ray has been tested on 11,000 people and there were 8 injuries, 6 small blisters, and then 2 burns that required medical attention. They have this handheld personal device that causes intense pain without any evidence that it's been used afterward. Wenn jetzt auf einmal ein Angriff kommt und man fühlt zum Beispiel ein Brennen auf der Haut oder man hat intensive Schmerzen oder Gelenkschmerzen oder Muskelkrämpfe, dann sollte man als allererstes dieses Messgerät anschalten und in der Region mal schauen, ob man irgendwelche ungewöhnlichen Signale hört oder sieht. Vielleicht ungewöhnliche Intensität oder teilweise können diese Mikrowellenwaffen auch so abstrahlen, dass sie außerhalb des normal messbaren Frequenzbereichs sind. Und sehr oft hat man dann keinen Anwachs in der Intensität, sondern man hat irgendwelche komischen, merkwürdigen Geräusche. Das sind meistens immer solche Frequenzkomponenten, die vielleicht noch in den Messbereich hineinfallen, wobei der Hauptangriff vielleicht außerhalb des messbaren Bereiches liegt. Aber sehr oft hat man dann schon Andeutungen oder Anzeichen, dass da doch irgendwas passiert. Den Opfern rate ich das immer idealerweise mit Video aufzunehmen, aber es reicht teilweise auch, die Audiosignale mit einem Audiorekorder aufzunehmen. Also je nachdem, wie viele Attacken man hat. Man kann gepulste Schüsse, wenn sie hochenergetisch sind, mit Alufolie hörbar machen und auch sichtbar machen. Dann benutzt man idealerweise ganz normale Backfolie, also wirklich diese glänzende Alufolie. Und meiner Erfahrung nach kann man diese gepulsten Schüsse vor allem dann gut hörbar machen, wenn man nicht super glatte Alufolie verbreitet, sondern wirklich sie ein bisschen, wie nennt sich das,